Wir Menschen leben zum größten Teil in einer riesengroßen Illusion. Und diese Illusion heißt, ich bin getrennt vom Leben oder von meiner Umwelt. Ich bin ein einzelnes Individuum, das für sich alleine existiert. Wir kennen vielleicht den Oneness-Gedanken aus der Spiritualität. Doch was habe ich in meinem Leben für einen Nutzen, wenn ich diese Illusion vom Leben getrennt zu sein für mich löse? Dieser Nutzen ist ganz einfach. Wenn wir uns als Individuum erkennen, das eingebettet ist in eine Gemeinschaft, in ein zusammenhängendes, interdependentes, also sich gegenseitig beeinflussendes Leben, dann bin ich nicht mehr nur ein Individuum, sondern bin ich als Individuum ein Teil eines Organismus. Wir können das Ganze sehr einfach zum Beispiel auf die biologische Ebene hinunterbrechen. Unser gesamter physischer Körper besteht aus vielen Millionen, Milliarden Einzellern. Jeder Einzeller für sich ist alleine überlebensfähig. Doch wie kommt es, dass diese Milliarden Einzeller einen komplexen Körper wie unseren menschlichen Körper formen? Wie kommt es, dass einige von ihnen sich spezialisiert haben als Magen, als Herz, als Gehirn, als Augen, als Haut? Wie kommt es, dass diese Teams, ich nenne sie in dem Fall Organteams, wie kommt es, dass diese Teams miteinander zusammenarbeiten, dass unser Körper gemeinsam funktionieren kann? Eine Leber, eine Niere, eine Milz kann für sich alleine als Team nicht überleben. Der Einzeller, ja. Aber das Team kann ohne dem es zusammenhaltenden, zusammenfügenden Bewusstsein nicht gemeinsam überleben. So ist es mit uns Menschen auch. Wir Menschen leben in einer Welt, ich nenne es das Leben selbst. Und dieses Leben verbindet uns alle. Das, was in den mystischen Bereichen die meisten Menschen als Gott oder als höhere Macht oder größere Kraft im Leben bezeichnen. Für mich ist es nicht wichtig, welche Religion ihr habt, aber es gibt etwas, was uns Menschen als Bewusstsein durchströmt und miteinander verbindet, so wie es die Einzeller in unserem Körper, zum Beispiel als Organe oder als Teil unseres Körpers, miteinander verbindet. Sehr deutlich wird das beim Menschen, wenn er zum Beispiel nach dem Tode, wenn das Bewusstsein den physischen Körper verlässt, zerfließt der Körper wieder in seine Einzelteile, in lauter Einzeller, weil das ihn zusammenhaltende Bewusstsein aus ihm heraustritt. Also diese Verbundenheit von uns Menschen ist auf einer rein physischen Ebene sehr wohl bekannt, an sich jedem von uns. Aber wir vergessen, wenn wir als Individuum durch die Welt schreiten, glauben wir sind getrennt vom Du, von unserem Gegenüber. Und ja, das ist keine Illusion, wir sind getrennt von unserem Gegenüber. Wir haben Grenzen, wir haben eine Haut als physische Grenze, wir haben aber auch andere physisch, geistig, emotionale, seelische Grenzen. Das heißt, wir sind individuiert auf einer bestimmten Bewusstseinsebene. Jedoch sind wir trotzdem in einen gemeinsamen Organismus mit eingebunden. Wenn wir glauben, als Mensch alleine im Leben überleben zu können, dann ist das wohl die größte Illusion, der wir je erlegen sind. Wir können uns in unsere Wohnung, Apartment verziehen, dort vielleicht sogar mehrere Wochen, Monate
ausharren, keinen Menschen treffen. Doch wie konnten wir überhaupt in diese Wohnung einziehen? Wie können wir dort unseren Tee, unseren Kaffee machen, ohne den Produkten, die viele andere hunderte Menschen produziert haben? Die Kaffeemaschine, an dem Erstellungsprozess, an dem in etwa 600 Menschen beschäftigt sind, damit wir überhaupt zu dieser Kaffeemaschine und dem Kaffee kommen. Das ist kein Prozess, den ein Mensch alleine machen kann. Dasselbe ist mit unserer Kleidung, mit allem in unserem Leben. Wenn wir erkennen, dass wir die anderen Menschen genauso brauchen wie sie uns. Es braucht sicher nicht jeder uns als Individuum, aber das Leben braucht uns, dass wir daran teilnehmen, dass wir interagieren, dass wir erkennen, wir sind nicht alleine auf dieser Erde, weil, ganz ehrlich gesagt, das ist kein Geheimnis. Wir sind ein paar Milliarden, also sind wir nicht alleine. Und jeder von uns hat einen gewissen Einfluss darauf, wie die Menschen in unserem Umfeld leben. Wir sind nicht alleine als Menschheit auf dieser Erde. Wir leben in Symbiose. Wir leben in einem Zusammenwirken mit der Pflanzen-, der Tierwelt und der restlichen physischen Welt. Und da spreche ich jetzt mal nur von der physischen Welt. Es gibt ja noch ganz andere, nicht sichtbare Welten. Diese habe ich in einem anderen Video schon etwas näher erklärt. Das heißt, der Mensch lebt auf seinem Planeten, in seinem Lebensraum, als ob er nicht von diesem Lebensraum abhängig wäre. Der Mensch ist eine der wenigen Spezies, die selbst den eigenen Lebensraum zerstört. Warum? Weil wir nicht erkennen, dass wir verbunden sind mit anderen Menschen, mit dem Leben. Was habe ich also davon, wenn ich erkenne, ich bin verbunden mit anderen Menschen, mit dem Leben, mit allem Sein? Diese grundlegende Erkenntnis führt mich dazu, zwar mein individuelles Leben zu leben, aber mit Achtsamkeit und Rücksicht zu schauen, wie ich nicht nur mein eigenes Leben, sondern das gesamte Leben fördere, wie ich meinen Lebensraum aufrechterhalten kann, beziehungsweise ihn sogar zum Gedeihen bringe, weil dieses Gedeihen auch mein eigenes Wachstum ist. Verbundenheit ist nicht nur im Sinne von, wir sind eine Gemeinschaft wichtig, sondern auch, wir sind eine Menschheit. Ein sehr großes Thema in unserem Leben ist hier der Frieden. Zu erkennen, wir sind nicht getrennt von anderen Rassen, anderen Völkern, anderen Religionen, sondern wir sind eine Menschheit. Aufzuhören, andere Menschen zu bekriegen, im Großen, im Kleinen, in der Familie, in der Partnerschaft, sondern zu erkennen, wir sind ein Team. Mit uns selbst, mit unserem Körper, sehr wichtig für viele Menschen. Viele Menschen sind kein Team mit ihrem Körper. Viele Menschen sind kein Team in der Partnerschaft, bekriegen sich gegenseitig, machen sich das Leben schwer. In der Familie das Gleiche. Wo ist das gemeinsame Ziel in der Familie? Die nächstgrößere Gemeinschaft ist der Freundeskreis, ist das Dorfleben. Die nächstgrößere Gemeinschaft wäre das Land, das Volk, der Kontinent, die Erde. Wir haben Milliarden von Planeten in unserem Sonnensystem und in anderen Sonnensystemen, auf denen Leben wie auf unserem Planeten möglich ist. So denke ich für mich persönlich, und ihr dürft bitte alle denken, was ihr wollt. Ich denke mir, es wäre vermessen zu denken, wir sind hier die Einzigen auf der Erde, die Lebewesen sind mit Bewusstsein. Wir sind verbunden mit dem Leben, und diese Verbundenheit zu erkennen und zu akzeptieren,
Ich bin mir sicher, sie wird dein Leben verändern und sie wird unser aller Leben verändern. Im Kleinen, im Großen. Schau dich um, fühl für dich selbst rein, was für dich von dieser Botschaft, von dem, was ich euch heute erzählt habe, was ist für dich stimmig? Nicht, was habe ich dir gesagt, sondern beobachte im Leben, was du erkennen kannst und schau, was für dich davon eine wichtige Botschaft ist. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich freue mich, wenn du noch mehr über solche oder ähnliche Themen von mir erfahren willst. Melde dich an. Unten ist ein Link. Abonniere den Kanal. Sei mit dabei in unserer Community. Ich freue mich, wenn immer wieder Neues von mir, von euch gesehen wird, weil wir sind eine Gemeinschaft und wir existieren nicht unabhängig voneinander. Schön, dass du mit dabei warst. Ich freue mich. Wir sehen uns.